Hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag und es gibt ein Video. Worum geht es in diesem Video? Ich möchte euch ein bisschen was erklären über den Winter in Finnland, weil wir haben jetzt Ende März und wie ihr sehen könnt, trotz der ersten Sonnenstrahlen ist hier der Winter nicht vorbei. Zum Zweiten möchte ich ganz gerne unveröffentlichtes Material aus dem letzten Winter zeigen. Da habe ich tolle Ausschnitte für euch, was für euch sehr interessant sein kann. Und ich möchte nochmal auf eure Fragen und die aktuellen Geschehnisse eingehen. Und am Ende werde ich da auch nochmal das ein oder andere zu euren Kommentaren, Fragen und Nachrichten sagen. Okay, Willi go, viel Spaß, los geht's! In der letzten Woche war ich in Hämeenlinna und habe euch da die Umgebung gezeigt. Und ich bin jetzt hier nicht irgendwie in Lappland oder sonst was. Ich bin hier ganz normal im Süden Finnlands ein Stück rausgefahren, stadtauswärts, um hier so ein bisschen die morgendliche Sonne zu genießen. Und ja, es ist noch Schnee, die Seen sind noch zugefroren und das ist in Finnland Mitte, Ende März auch völlig normal. Natürlich, man sieht auch immer aus Helsinki die ersten Bilder, wo die Leute dann in den Cafés draußen sitzen. Das machen die harten Finnen aber natürlich auch, wenn es kalt ist. Man muss sich über eins im Klaren sein. Der Winter in Finnland fängt im Oktober an. Und da gibt es auch den ersten Schnee. Und Schnee gibt es den ganzen Winter. Es schneit alle paar Tage immer mal wieder. Und im Moment haben wir so ein bisschen Tauwetter. Und das taut aber nur tagsüber. Nachts friert es wieder. Und dann hat man richtig schön, ja, das ist wie Packeis, ne? Das schmilzt und friert und schmilzt und friert. Ja, und so sieht's aus. Ich mache jetzt hier noch einen Spaziergang über den See mit euch, bevor ich euch dann gleich die Ausschnitte aus dem letzten Winter zeigen darf. Ja, also das sind jetzt natürlich hier noch Aufnahmen von heute, also Ende März. Was haben wir jetzt? 18. März, ja, oder 19. Sowas in dem Dreh. Und ja, immer noch Schnee, wohin ihr schaut, ne? Vögel zwitschern. Hier sind Eisangler unterwegs. Hinter mir die Mittagssonne, wie sie durch die Bäume scheint. Schaut euch das mal an. Einfach schön, ne? Ja, mindestens 6 Monate ist in Finnland Winter. Und was bedeutet das? 6 Monate im Jahr Winter.
Das bedeutet, dass man sich auf einiges anders einstellen muss, als das, wie man es aus Deutschland her kennt. Und es ist auch was anderes, ob du mal so in Urlaub fährst oder für ein paar Wochen oder so, oder ob du wirklich 6 Monate lang im Winter lebst. Dazu kommt noch diese ganze dunkle Zeit vorher, die schon so mies ist. Und da muss man wirklich überlegen, ob man das denn wirklich will. Ne? Ja, ich habe es gemacht und bin damit ganz glücklich. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass die Sonnenstrahlen jetzt öfter rauskommen. Das ist jetzt wirklich erst seit einer Woche der Fall. Ne? Vorher war es immer richtig dunkel und so, jetzt kommt mit der Sonne wieder die Lebensfreude zurück und auch die Finnen krabbeln aus ihren Höhlen raus und genießen die Tage. Und ja, was Corona angeht, das ist bis jetzt immer noch unproblematisch. Natürlich sind die Ansteckungszahlen hier auch hoch und es gibt auch die ein oder andere Einschränkung regional aber so im Großen und Ganzen, du kannst hier losgehen, du kannst ins Restaurant gehen ohne irgendwelchen Corona-Pass oder ich weiß nicht. Kannst auch zum Zahnarzt gehen und all diese Dinge ganz normal machen. Ne? Maskenpflicht gab es ja hier auch sowieso noch nie. Das machen die Finnen auch nicht. Das würde die Rechte der Bürger zu sehr einschränken. Es gibt immer eine Empfehlung der Regierung und die meisten halten sich dann dran. Ne? In den Geschäften gibt es eine freundliche Aufforderung, aber auch das ist nicht bindend. So, ja. Winter heißt auch, es gibt eine lange Heizperiode. Ne? Wenn du hier ein Haus kaufst und hier in Finnland leben willst, oder dann musst du dir überlegen, was für eine Heizung das denn hat. Ne? Und auf jeden Fall sind alternative Heizquellen, Kamin, Holz und sowas ganz wichtig. Ne? Und gerade in der aktuellen Situation, ja, da gab es auch einiges in den Kommentaren. Wie ist das Verhältnis zwischen Finnen und Russen und was macht die Ukraine-Krise gerade hier mit uns? Ja, wie soll das Verhältnis zwischen Russen und Finnen sein? Ne? Dafür gibt es ganz, ganz, ganz tolle Nachrichtensender und ja, aber jeder von uns hat hier momentan natürlich auch ja, den ein oder anderen Gedanken zu dem Thema. Ne? Aber es ist natürlich auch schon eine Frage, ne? Wenn wir jetzt in Südkarelien sind und in Lappeenranta zum Beispiel an der russischen Grenze, da muss man, das ist ein schöner Ort aber muss man sich auch überlegen, kauft man da jetzt ein Haus oder nicht, ne? Verändert sich die politische Situation irgendwann so stark, dass es vielleicht besser ist, in einem anderen Teil zu leben. Oder. Jeder stellt sich natürlich da seine Fragen. Finanziell, wirtschaftlich und all das ist natürlich ein Thema. Ja, um all die politischen Dinge würde ich mir jetzt hier gerade mal nicht den Kopf zerbrechen. Ja, ich weiß, das sieht für euch vielleicht ein bisschen komisch aus. Ende März, der sitzt da mitten im Schnee am zugefrorenen See. Ja, aber so ist es in Finnland. Ne? Wenn ich euch da mal sonst ein paar Videos zeige oder Bilder, da hat es geschneit. Ja, denn das schneit ja hier ständig und das ist natürlich dann auch ganz normal. Ne? Für euch in Deutschland ist das bestimmt ein bisschen ungewöhnlich. Weil wenn es da mal schneit, ist das nach 2 Stunden weggetaut oder nach ein paar Tagen. Hier ist das ein bisschen anders und ja, man braucht jede Menge Zeug, jede Menge Klamotten, Stiefel, Jacken, was weiß ich auch immer. Wenn man jetzt noch Wintersportler ist, braucht man da noch seine Ausrüstung, also jede Menge Kram. Die Wintersportzeit ist hier natürlich auch noch nicht vorbei. Ne, ihr habt es gesehen,
Skilanglauf ist angesagt. Die Motorschlitten knallen hier noch über den See. Und Eisangeln ist auch immer noch ein Thema hier. Ja, und wem gar nichts anderes einfällt, der geht wandern oder macht ein Feuer im Wald. Oder an einen dieser Grillstellen, die ich euch hier gerade gezeigt habe. Wochenendpicknick und ja, so verbringen die Finnen ihr Wochenende. Ne? Ja, heute habe ich gerade bei der Arbeit dann gesagt, hey, Pizza Lavan. Also es gibt hier so eine Werbung, Pizza Periantai von so einer, ja, von so einer Pizzeria oder so einem Hersteller auf jeden Fall. Ja, die Freitagspizza ist immer so angesagt. Bei uns ist das immer die Samstagspizza, weil wir freitags meistens immer noch arbeiten. Und ja, da sage ich heute, Pizza Lavantai. Ja. Und eine Kollegin da gleich, ja, Sauna und Kortikalia angesagt. Ne? Also diese selbstgebraute Bier. Und Sauna ist wohl auch immer noch das Wichtigste, um von 100 auf 0 zu kommen in Finnland und für die Finnen. Und ja, ich denke mal, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und Finnen gehen ja auch im Sommer gern in die Sauna. Sauna ist immer gern gesehen. Sauna und Kachweh, da bist du immer mit dabei. Ja, okay. So, jetzt bekommt ihr von mir aber die Ausschnitte aus dem letzten Winter, die ich noch nicht veröffentlicht habe, weil es entweder nirgends reingepasst hat oder ich zeitlich ein bisschen angespannt war. Und die Chance möchte ich euch aber geben, ja, so vereinzelte Teile aus dem letzten Winter euch einfach nochmal anzuschauen, bevor wir das ganze Winterthema dann zukünftig abschließen auf diesem Kanal. Und ich habe vor, auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal nach Helsinki zu fahren. Und mich interessiert einfach, wie das da jetzt momentan aussieht. Ich war lange nicht in Helsinki und wer mich kennt, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus Lübeck und ich bin so ein Küstenkind und ich vermisse das auch. Und ja, Helsinki ist für mich das nächstgelegene und da muss ich auch noch mal ein bisschen Ostseeluft schnuppern. Vielleicht fahre ich auch noch mal rüber mit der Fähre nach Viljasari. Mal sehen und berichte dann da aus der Helsinkier Umgebung. Jetzt aber erstmal für euch die Winterbilder, wie versprochen. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Bleibt mir gewogen. Alles Gute, schöne Zeit, euer Micha. Ciao. Ja, wie das Leben so spielt. Ich wollte euch ganz gerne heute mal am Sonntag ein paar kurze Grüße übermitteln. Ja, es hat über Nacht hier heftig geschneit. Ich wollte jetzt gerade zu einem Freund fahren, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Ja, so wie es aussieht, muss ich jetzt erstmal mein Auto freischaufeln und die Einfahrt bei ihm zu Hause ist natürlich auch noch nicht frei. Das heißt, der Winterdienst war noch nicht da und da komme ich jetzt schwer ran. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. So wie immer völlig verschneit und naja, wenigstens die Seen in Finnland sind zugefroren und da gibt es auch viele Aktivitäten, ne? Da wird teilweise geschoben für Schlittschuh und aber auch die Snowmobile, naja, die fahren am Sonntag gern mal eine Tour über den See und hier habe ich auch schon ein paar Leute gesehen. Ja, also für diese Dinger gibt es eigentlich immer extra Wege, die ausgeschildert sind, wo man damit fahren darf. Aber natürlich, wenn der See zugefroren ist, das ist ja freies Gebiet, ne? Und da können die sich frei bewegen. Es gibt viele Wege für Snowmobile hier im Winter und auch extra, ja, Zugänge für Tankstellen. Die haben dann so eine extra Zufahrt aus dem Waldgebiet oder so heraus und das finde ich schon recht spannend hier. Kannst also nicht mit dem Snowmobil von zu Hause zum nächsten Einkaufsladen fahren, außer er liegt auf dem Weg irgendwie einer der ausgeschilderten extra dafür gemachten Wege. Ja, so gucken wir nochmal das Ding an und die haben einfach nur so ein Kennzeichen, wie so ein Moped-Kennzeichen bei uns. Ja, und sind dann da für den Extraverkehr da zugelassen. Ne?
Ja, jetzt kann man hier auch mal das andere Ufer erreichen, was man im Sommer immer nur mit dem Boot sonst machen kann. Und ja, so ein bisschen in die Nähe der Möckis auf der anderen Seite schauen. Da hinten sind auch noch Skiläufer unterwegs. Zugefrorene Seen sind natürlich ein Paradies, ne, für Skilanglauf und auch diese Snowmobile fahren um diese Zeit hier noch rum. Ja.